Eins habe ich noch in meiner Reihe 24 Boxen für Adventskalender. Ich hatte ja versprochen, Zahlen und Dekoration und vielleicht auch Aufhängung. Was mir dazu noch eingefallen ist, das zeige ich euch heute in diesem Video. Also bleibt dran und seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und wir sind durch mit 24 Boxen für Adventskalender. Aber ich hatte ja zwischendurch immer noch versprochen, Zahlen machen wir zum Schluss, Aufhängung, vielleicht sage ich auch noch was und Dekoration. Also heute ist es soweit, nachdem ich mich kurz erholt habe von diesem Marathon mit den 24 Boxen. Okay, Marathon wäre ja 42, aber gut, wollen wir mal schauen, wie ich das gemacht habe. Ich zeige hier mal eine Runde, was ich schon fertig habe. Das hier ist ja der Kalender, fertig in der Kiste, die 24 verschiedenen Boxen. Jetzt fehlt nur noch die Verlosung. Und einer von euch kann den Kalender ja gewinnen. Das passiert in den nächsten Tagen. Wird dann hier mal das Los gezogen. Also ich gönne es ja jedem. Ich habe mit sowas immer Schwierigkeiten, weil eigentlich hat es ja jeder. Jedem würde ich das gern schenken, aber einer kann es nie bekommen. Ja, und da leide ich immer ein bisschen. Okay, ich zeige jetzt einfach mal ein bisschen hoch. Hier, diese Facettenbox habe ich so verziert. Oben ist das Bändchen so dran. Dann habe ich bei der Buchbox die 20 einfach vorne drauf gesetzt. Hätte man auch hier hinsetzen können. Hier habe ich mal eine schräge Seite mir überlegt. Hier auf die Klappe unten, da habe ich nichts weiter gemacht, weil ich dachte, sieht auch schicki aus. Bei Verzierung geht ja immer ganz viel, ist aber auch eine Sache der Frage der Zeit. Ich habe gemerkt, man braucht einiges. Ich will nicht sagen Stunden, aber es waren doch einige Stunden. Ja, der Stern ist so. Hier noch eine Box. Das hier fand ich auch total schicki. Hier habe ich mal wieder ein bisschen weniger. Oben einfach nur ein Schild angesetzt. Ja, die bunte Mischung, noch ein Sternchen. Die verzieren sich einfach schön, die Sterne. Aber auch die Box, das fand ich, hat Spaß gemacht. Ein Blatt ein bisschen verdreht. Ja, die Schokoladentafel. Ja, du kennst ja die ganzen Boxen, wenn du dabei warst. Ja, und hier den Stern habe ich dann einfach nur da drauf gesetzt, weil so viel Platz war es nicht. Ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe vorbereitet, mir hier schon mal so ein Gläschen, Stanzformen, Kreise. Ich hatte hier mal eine, mal sehen, ob ich es gerade finde. Diese Serie an Stanzformen, die hat so zwei nette Kreise, die praktisch ineinander passen. Der zweite ist wohl gerade wieder verschollen. Liegen wahrscheinlich noch an der Stanzmaschine. Kann ich euch gerne was verlinken oder fragt einfach oder schaut, was ihr habt. Oder schaut im Stampin' Up! Katalog. Aktuell gibt es jede Menge Formen, die man gut verwenden kann. Auch die lagenweise Kreise. Ja, habe ich mir alles fertig, einmal in weiß und farbig in den Farben vom Designerpapier fertig gestanzt. Dann gibt es bei den Schachtelweise Grüße, hätte ich gesagt, gibt es diese schönen Blümchen dazu. Die habe ich auch. Und dann hat es hier die Buchstaben, natürlich in dem Fall die Zahlen, aber ich habe hier auch für Advent noch Buchstaben drin. Und hier sind die kleinen Zahlen. Für die Zahlen habe ich folgenden Tipp. Da haben wir ja hier diese Stanzform Buchstaben und Zahlen aktuell auch im Katalog. Und dann gibt es die Klebefolie und ein Stück Farbkarton in Grundweiß. Ich ziehe mir einfach den Farbkarton auf diese Klebefolie. Ziehe die Schutzfolie ab. Muss ein bisschen vorsichtig arbeiten, weil das klebt wirklich wie Hecht. Aber jetzt klebt es schon am Finger. Genau, lege dich hin. Wunderbar, passt. Habe mir das zugeschnitten in, glaube ich, 3x6 Inch, nee, beziehungsweise in 6 Inch und dann 9 cm. Weil ich das ja hier am Tisch zeigen möchte. Wenn man mit der Folie arbeitet, wird immer gerakelt. Das heißt, man streicht das richtig fest. Streicht man da eine Weile drüber. Warum? Damit die Klebepunkte oder die Klebefäden, wie du so nennen möchtest, von der einen Seite auf die andere Seite gehen. Dann nehme ich mir meine Stanzmaschine. Machen wir hier ein bisschen Platz. Hier in dem Fall die kleine. Und hier Zahlen. Nehmen wir die 1, die 2. 1 dran denken braucht er ziemlich oft, deswegen ist das auch ja, eine recht zeitaufwendige Aktion. Aber wir machen das ja gern, wenn wir was verschenken. Zumindest geht mir das so. So, und jetzt lege ich hier schon mal so eine kleine Runde, die 1, die 0 und die 2 hin. Das brauche ich in jedem Fall öfter. Und drehe ich hier mal durch.
ansetzen und durchdrehen. Ich drehe durch, genau. So. Alle Kraft auf den Arbeitstisch. Genau. Jo, dann baue ich mir das hier wieder auseinander. Und das hat jetzt den Vorteil, hier ist noch mehr, ne? Kann ich noch weiter bearbeiten. Lege ich dahin. Wichtig war, dass das Weiß oben ist. Hier irgendwo mein Giegel, den ich gerade, da ist er. Dann ziehe ich mir mal die 2 hier raus. Und 0. Und die 1. Und dann setzen wir einfach mal so ein Schmuckelement zusammen. Platte beiseite, Zahlen sicherstellen. Also ich mache das, weil sonst nehme ich ja Magnetplatten. Bei diesem hier bleibe ich hier mit dieser vorgeklebten Grundfläche und setze die immer wieder schön hin. Schon viel gestanzt, funktioniert aber gut. Geht mir nichts verloren. Ja, und dann, welche Box nehmen wir? Haben natürlich alle ein System. Ich glaube, das hier. Jetzt kommt sie natürlich durcheinander mit ihrem System. Moment, das ist die L. Naja, werden wir jetzt mal nicht zu lange aufhalten. Okay, also, es gibt eine farbige Scheibe, da kommt die Zahl drauf. Wollen wir im Grün bleiben? Oder, ja, wir bleiben mal im Grün. Nehmen wir das Grün und dann weiß einen Kreis drunter. Sieht schon mal schicki aus. Und dann setzen wir hier eine 12 drauf. Und da ziehe ich jetzt hinten einfach die Schutzfolie ab. Ein bisschen knabbern. Aber dann kommt sie. So, da hat sie dann zum Beispiel, nimmt sie eine Pixette oder den Giegel, den sie da eben hatte. Zieht die Schutzfolie ab und dann ist das eben eine schnelle Sache. Und ich muss hier nicht stundenlang mühsam Klebstoff drauf bauen. Also an dieser Stelle gefällt mir das mit dieser Folie, mit den Klebeblättern von Stampin' Up echt gut. Hier setze ich meine 12 drauf und dann wird der ganze Laden ineinander geklebt. Klebstoff abhanden gekommen. Naja, ist ja nichts Neues, kennt ihr alles. Das haben wir also auch noch und dann würde ich wahrscheinlich in dem Fall auch mit den Abstandsklebepunkten arbeiten. Ja. Setze ich vielleicht mal 3 Stück auf die Rückseite. Und je nachdem, ob mir da noch was fehlt, kann ich dann Dekoration dazusetzen. Und da gibt es auch im Mini-Katalog von Stampin' Up noch so feine goldene Elemente. Schaut mal hier, das sind solche Blätter. Da müssen nicht viel drauf, weil ja, das wird eben auch ein wertvoller Kalender. Aber so ein Blatt bringt schon Punkte, finde ich. Da nehmen wir jetzt die, apropos Klebepunkte, Glue Dots und setzen, ja, nicht auf den Finger, sondern da drauf. Setzen wir es jetzt hier unten dran. Naja, Moment. Auf Hohlkleben ist ja wirklich auch immer wieder speziell, weil wir können nicht so gegendrücken, aber da passt das. Und jetzt ist die Frage, bleiben wir im Weiß? Ich setze hier Tatsache noch eine rote Blüte unten dran. Da habe ich Blutrot genommen, das kommt ja in dem Designerpapier auch vor. Heißt es malerische Weihnacht. So, und dann wird es hier unten einfach dran gesetzt und fertig ist mein Stern. So, jetzt kommen wir noch zur Aufhängung. Also wie gesagt, Fleißarbeit. 1000 Möglichkeiten zur Dekoration. Ich fand das so ganz witzig und hier kann ich jetzt praktisch meinen zweiten Kalender beschriften und werde diesmal also nicht die gleiche hier bei dem der verschenkt wird. Da sind die Nummern identisch mit dem Video, das werde ich hier anders machen. Den muss ich jetzt woanders hinlegen, sonst komme ich da durcheinander. Stundenlang überlegen. So, zur Aufhängung, zum Verschluss. Ich habe Eimer. Gibt es überall, kann man schauen, hat man garantiert auch im Regal meistens so kleine Wäscheklammern. Damit kann man super verschließen. Dann gibt es hier meine sogenannten, heißen natürlich anders, diese Klammern, die so meistens geliefert werden, wo man die Beinchen so hoch macht. Kann man auch prima zum Verschließen nehmen. Und dann kann man da auch noch gleich noch, das ist ziemlich stabil und hält einiges, oben ein Bändchen dran machen, wenn man aufhängen möchte.
Ja, einfach in so eine Schlinge, ein Band. Ich denke, solange da keine Steine drin sind, hält das. Noch eine Idee zum Aufhängen. Es gibt hier diese tollen Spreizklammern. Auch im Jahreskatalog brauchen wir für diese feinen Drehscheiben. Gleiche Sache. Loch reinbohren. Stanzen natürlich, Bohrer brauchen wir ja nicht. Stanzen, hier würde ich eins nehmen, ja, wahrscheinlich hier so ein bisschen daneben, wenn ich es denn hängen wollte. Und dann die Spreizklammer reindrücken und da das Bändchen dranhängen. Passt also auch. Und die letzte Idee habe ich ja schon mal angedeutet, irgendwann mal zwischendurch. Das wäre meine Scooby-Doo-Aufhängung. Natürlich geht das Band auch in jeder Form, aber wir können hier eben auch ein Scooby-Doo machen. Wenn man das von früher kennt. Man braucht, ich nehme hier mal einfach einen Bindfaden. In der Menge habe ich mir jetzt gedacht, hänge ich das mit rustikalem Bindfaden auf. Wir brauchen oben eine Schlinge. Die mache ich jetzt mal gar nicht so groß. 8. Machen wir das kleiner. Und dann lege ich die Schlinge hier oben hin. Dreieckige Boxen sind ja wirklich nicht ohne. Aber auch die gehen. Jetzt hängen wir es so rum. Ne? Oder wir haben das da andersrum gehängt. Jetzt hängen wir es mal so rum. Und dann wird die Scooby-Doo-Technik angewendet. Da das ja hier nur ein bisschen schlecht geht, nehme ich noch einen Bindfaden. Das ist mein Hilfsbindfaden, den mache ich nachher wieder ab. Jetzt mal so beschlossen. Und binde den hier unten oben mal locker drum. Siehst du es? Nee, ja. Nehmen wir mal so kurz Schneidezähne und dann passt das auch. Und jetzt habe ich hier das Element für Scooby-Doo. Und Scooby-Doo ist so, dass ich da mir so 4 hinlege und dann einfach im Kreis einmal umarbeite. So. Ich sehe schon, das ist natürlich mit einem einfarbigen wesentlich anspruchsvoller, als wenn ich jetzt mit zweifarbig gearbeitet hätte, wäre leichter. Macht aber nichts, das ist mein Hilfsfädchen. Nochmal, ich lege hier nach rechts, über den nächsten nach rechts, nächsten nach rechts. Und den letzten schiebe ich durch die erste Schlinge und ziehe meine 4 Enden. Zweite Runde nochmal. 2, 4. Ich bin ja der Meinung, Scooby-Doo kann jeder. Und da sind sie. 4. Ich zeige das mal hier unten hoch. Man kann das also ein Stück weiter. Und dann hast du einfach eine schöne Verbindung. Das hält fest und das Teilchen sitzt. Hier oben habe ich mit einer Schleife gearbeitet und hier wird dann einfach noch angehängt. So schräg halten. Also ich denke, damit kriegst du die meisten Formen gehalten. Ja, der Knoten sitzt jetzt hier unten einfach schön dran. Und dann die Enden zusammenfassen und zusammenknoten. Und genauso wie ich das eben gemacht habe, kann man auch wunderbar binden. Okay, ich hoffe, du hast Spaß mit Scooby-Doo. Frag mich da gerne nochmal. Ich mache das jetzt noch einmal trocken. Ich so ein bisschen das Gefühl habe, man konnte es nicht sehen. Okay. Ich nehme hier nochmal 2 Stück. Mittig den einen um den anderen binden. Das ist schon mal die gute Ausgangslage. Dann habe ich so ein Kreuz und lege jetzt immer in eine Richtung. Man kann es auch wechseln, dann dreht es sich oder dreht sich nicht. Also ich lege jetzt rechts rum, immer über den nächsten und ziehe den letzten da durch. Scooby-Doo geht nicht nur mit diesen komischen Kunststofffädchen, sondern das geht auch so. Genau, und dann geht das weiter, die nächste Runde. Und das ist sowas, was man wirklich auch überall machen kann. Und da kann man schöne Schnüre herstellen, gedrehte und glatte. Gedreht sind sie, wenn ich immer nur in eine Richtung arbeite, und glatt wären sie, wenn ich immer links und rechts abwechsle. Auch noch geklärt. Ja Gott. Kieler Woche will ich mir ein Stand von der Bundeswehr. Auch solche Armbänder. Hier ist so. So, gut, das ist sehr nett. Armbänder oder Schlüsselanhänger.
Okay, aber so kriegst du einfach eine feste Verbindung und das sieht am Ende auch nett aus. Zweifarbige Fädchen sieht natürlich noch netter aus, aber hier wollte ich das einfach so rustikal haben, und das nicht nochmal ablenkt von den anderen Sachen. Ja, und ansonsten kann man natürlich auch ganz fein binden, aber das hier ist für die verschiedenen Formen. Eine schöne Halterung. So, ich mich jetzt verliere beim Scooby-Doo bauen. Höre ich auf? Okay, das waren die Ideen. Jetzt kannst du gerne noch fragen, wie hängen wir aber dieses oder jenes auf, oder du kannst selber tüfteln. Entscheide selbst. Ich lasse mir auch gerne noch was einfallen, aber das war meine Deko-Inspiration, sage ich mal. Klein, aber fein. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr eure Werke gern zeigen, die ihr gebaut habt. In den sozialen Netzwerken bin ich auch überall vertreten unter Stempelfamilie Angela Köber. Setzt einen Hashtag zur Stempelfamilie, dann sehe ich das auch. Okay, und ansonsten hoffe ich einfach, euch hat mein Projekt gefallen. War ziemlich herausfordernd, aber wir haben es ja geschafft. Und gute Nachricht, es geht weiter mit 24, und zwar jetzt im November mit 24 Karten im Advent. Weihnachtspost, die du selber bekommen kannst von mir. Dafür habe ich schon ein Video, verlinke ich hier. Und die nächsten Anleitungen kommen. Und im Dezember schon traditionell 24 Sterne im Advent zu meinem Sternenpost-Adventskalender. Du willst mehr davon wissen, frag mich einfach. Jo, gib mir gerne einen Daumen hoch. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen in einer meiner nächsten Anleitungen. Bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie.